Ihr werdet es vielleicht nicht glauben, aber Reis und Eier werden am Freitag wieder angeliefert. Es gibt keine Probleme, weil Tangma und Rambo Palit nicht anwesend sind. Die Sklaven müssen eben ein wenig härter schuften, aber woanders bekommen sie solch kompetente Hilfe wie von unseren Enkeln ja überhaupt nicht. Mit wachsender Sorge betrachten wir, wie die Reisstapel von Woche zu Woche höher werden, weil es immer mehr Hilfesuchende gibt. Inzwischen wachsen die Haufen teilweise schon über Mannshöhe. Samstagmorgen. REC, das heißt Reis- und Eiercrew, los an die Arbeit. Es herrscht gute Stimmung, denn unser Rennfahrer Kiat ist wieder dabei. Die etwas ledierte Seite wendet er von der Kamera ab, damit sein Image bei den Damen keinen Schaden nimmt. Und bei der Aufforderung, keine schweren Sachen zu heben, macht er auch schon wieder den Macho und winkt ab. Naja, besser als rumjammern und sich hängen lassen. Die gute Stimmung hebt auch, dass Tangma und Rambo erscheinen, um zu helfen und Ordnung in das Chaos zu bringen. Die Erwachsenen wissen ja gar nicht, wie sie sich ohne die Hilfe der Zwerge organisieren sollten. Nach getaner Arbeit suchen die Zwerge den Dino in seinem Büro heim, damit der ein wenig Bewegung erhält und nicht nur in seinem Bürostuhl rumhockt. Vielleicht kann man ihn ja auch noch zu einem Besuch in der Eisdiele überreden. Das ist wirklich mal ein angenehmer Start ins Corona-Wochenende. Hoffentlich kommt da nicht noch eine neue Hiobsbotschaft. Der Abend kommt und es läuft gut bis jetzt. Dann kann es ja langsam losgehen. Rambo versucht sich wieder in den öffentlichen Ablauf einzuschleichen und klettert auf den Pick-up, der schon für die Verteilung bereitsteht. Dort posiert er dann als König der Reisbeutel. Das nützt ihm aber nicht viel. Es reicht für ein paar Aufnahmen, dann wird er herunterzitiert und in Quarantäne ins Kinderzimmer geschickt. Es ist alles organisiert und der Tanz beginnt. An der Hauptstraße am Eingang werden die Essensempfänger getestet, geben ihre Nummern ab, desinfizieren die Hände und begeben sich auf den Pfad zur Ausgabe.
Bei kleinen Problemen und Stolperern helfen die Ordnungskräfte und es läuft alles ganz reibungslos, wenn man ehrlich ist, wie am Schnürchen. Es sieht aus, als hätte die Corona-Gang heute ein entspanntes Arbeiten. Wir rackern uns langsam durch den Spätnachmittag. Dann fängt es an zu dämmern und immer noch dreht die Corona-Maschine ohne zu stottern. Langsam kommt die Dämmerung und weicht dann schnell der Dunkelheit. Die Maschine dreht endlos weiter, während der Strom der Hilfebedürftigen links der Straßenmarkierung anrollt und rechts davon abfließt. Zwischendurch muss die Wegmarkierung immer mal für ein Auto oder Motorrad mit Beiwagen beiseite geräumt werden. Ordner und Coroneros bringen Rationen vor zur Hauptstraße, um Behinderten den Weg zu ersparen, und der Nachschub rollt ohne Unterbrechung. Rambo Palit schleicht mal wieder aus dem Kinderzimmer zur Ausgabe, um zu kontrollieren, ob er helfen kann und ob alles in Ordnung ist. Er wird aber schnell erwischt und zurück in die Kinderquarantäne gebracht. Begeistert ist er davon nicht. Irgendwann erscheint dann eine hochstehende Beamtin der Stadtverwaltung. Die ist unterwegs, um Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen zu unterbinden. Sie sieht sich die Aktivitäten der Corona-Gang an, bedankt sich für unseren endlosen Einsatz und fragt, womit die Behörden uns mehr unterstützen könnten. Meine Antwort: mit Geld, wird als Spaß gewertet, und ich erkläre ihr, dass die Verwaltung von Rawai uns ja schon kräftig mit Ordnern unterstützt. Und weiter geht der Tanz im gewohnten Tempo, bis dann die ersten Blitze über den Himmel zucken und der Donner grollt. Da beschleunigt sich das Tempo. Und als die ersten Tropfen fallen, hat das Gewitter uns auch schon erreicht. Freundlicherweise regnet es aber nur mäßig, bis auch die letzten bedient sind.
Dann schnell aufräumen und ab ins Trockene. Kaum daheim fängt es richtig an zu schütten, aber das stört niemanden mehr. Der Dino gönnt sich ein Bier, zieht sich das Unwetter unter dem trockenen Vordach mit Freude an und ist zufrieden. Ein Corona-Wochenende ohne hektische Veränderungen und ohne unliebsame Zwischenfälle. Am nächsten Morgen geht es dann los zu denen, die sich ihre Ration nicht selbst abholen können. Da haben wir ja eine feste Klientel und in letzter Zeit kommen immer mehr dazu, die uns bis jetzt nicht erreicht haben. Bei vielen von denen steigen einem die Tränen in die Augen, wenn man sie sieht. Die Frau hier ist blind und kommt nicht mehr aus ihrem Bett raus. Oder dieser alte Herr, der weder gehen noch reden kann, sich aber über jeden Besuch freut. Er hatte nicht erwartet, den Dino nach dessen ersten Besuch wieder zu sehen. Noch ein paar Invaliden gefällig, zum Beispiel diese Frau, die am Sauerstoffschlauch hängt, sich nicht bewegen oder reden kann, aber alles wahrnimmt. Oder diese beiden, nicht mehr fähig, auch nur aufzustehen, aber froh, dass jemand sie unterstützt. Dann kommen im Laufe des Tages noch ein paar Selbstabholer und die Gang hat ihr Ziel mal wieder erreicht. Die Gangmitglieder träumen vom Ende der Pandemie und von normalen Zeiten. Und der Dino träumt von Plätzen, die für ihn momentan so fern und unerreichbar sind wie für euch. Träumt mit dem Dino und lasst uns hoffen, dass unsere Träume bald wahr werden.